So, nach einer Folge reinem Blabla, jetzt dann hoffentlich mal ein bisschen Action. Wir erkunden die Stadt, noch allein, und schauen mal, was hier so geht. Das hier ist der Ausbildungsplatz. Da sind die Baracken, wo ich hergekommen bin. Da kann ich scheinbar gar nicht mehr hin zurück. Aber es gibt immer noch so ein paar Sachen zum Einsammeln. Nehmen wir mit. Ich würde sagen... Entschuldigung. Ich fange einfach damit an, alles mal abzulaufen, was es so gibt. Um mal ein bisschen Überblick zu bekommen, wo man hier lang kann. Und hier kann man eine Karte aufrufen. Da drückt man einfach den rechten Trigger. Und hier könnte man den Untergrund betreten. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Stattdessen schauen wir erstmal ein bisschen, was hier noch so ist. Also ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich noch zum großen Konflikt mit dieser ASC kommen, also mit diesem Geheimdienst von Abundance. Vielleicht ja auch zum Bruch. Was haben wir hier? Ah, gut, dass ich schon mal Schlösserknacken geübt habe. Na gut, ist jetzt auch nicht so viel anderes Zeug drin, als das, was ich schon vorher hatte. Und jetzt kann ich hier die Leiter runterlassen. Dankeschön. Dann ist hier hinten aber auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel. Ist ja auch nicht so schlimm. Schauen wir mal, was auf dem Platz da oben ist. Ganz geil, dass das halt keine echten Bäume sind, sondern so Stein-Metallbäume, die sie hier hingebaut haben. Auch hier vorne. Nochmal so ein Baum. Oh, das sieht schon cool aus. Hat was. Geht hier durch? Nö. Was haben wir denn hier? Da ist der Eingang in den Untergrund. Da geht's ganz normal weiter. Ich kann mir, glaube ich, auch eine Karte von dem ganzen Sektor anzeigen, oder? Das ist das Ding hier. Genau, und dann sieht man hier schon ganz schön verwinkelt alles. Das ist hier der Unterbau, da sind wir gerade lang. Zack, zack, zack. Was haben wir hier? Kann ich noch nicht sagen, weil ich den noch nicht aufgedeckt habe. Ist jedenfalls gar nicht mal so ein kleines Gebiet. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Es hat halt schon sehr so diesen Mass Effect Bioshock Rollenspiel-Vibe. Von den Gebieten her, vom Aufbau, von der ganzen Struktur. Schon sehr ähnlich. Train Station. Hier sind wir vorhin losgefahren. Und hier steht tatsächlich auch ein Zug. Kann ich denn hier weiter? Ja. Ein bisschen was vom Landedock für die Normandy auf der Zitadelle. Aber hier ist gar nichts weiter. Vielleicht fährt man dann von hier aus... Ah, ich bin müde. Vielleicht fährt man von hier aus dann auch irgendwie weiter. Bin ausgeruht und ich kriege einen Erfahrungsbonus, wenn ich mich schlafen lege. Dazu müsste ich aber erstmal ein Zimmer finden, wo ich das kann. Hier hinten kann ich schlafen, okay. Ja, ich laufe das mal kurz ab, das Gebiet. Hier geht es zu den Slums. Hier ist ein Händler, eine Werkbank. Hier sind Händler zum Befragen. Wenn man irgendwo was Blaues sieht, was blau leuchtet, kann man es einsammeln, aber bis jetzt ist das noch sehr überschaubar. Da geht's... Ah, da geht's zum Hauptplatz. Hier geht's runter in die Slums. Wo geht's hier hin? Die Frage ist, ob das auf der Map, also ob man wirklich nur die Sachen ansprechen kann, die auf der Map angezeigt werden. I'd imagine the slums. Poor folks. They're almost all handicapped.
Oh, du machst hier schön sauber. Also ich glaube, das Einzige, was man hier... Das Einzige, was man hier scheinbar tatsächlich finden kann, sind Stashes, wo ein bisschen was drin ist. Hier geht's runter in die Slums oder in den Untergrund? In die Slums. Die Slums besuchen wir jetzt noch nicht gleich. Das ist ganz lustig. Die Bilder, die so an den Wänden hängen, das hat alles sehr was Sozialistisches. Im ganzen Stil her. Das. Archive, okay. Art Bibliothek. Aber da kann ich jetzt nicht irgendwie groß was machen. Die sind ganz schön stark bewaffnet hier, die Leute, die die Archive bewachen. Na gut. Ist auch nicht so wild. Ich würde sagen, ich gehe mal, ja, schlafen. Das müsste dann hier lang sein. Was haben wir hier? Wenn man hier durchgeht, Moment. Wo ist denn der... Ach, hier ist der große Platz, genau. Ach, dann ist das doch nochmal ein anderer Weg. Also hier ist ein Geschäft, hier ist auch ein Geschäft und da soll ich mit jemandem reden. Das machen wir aber erst später. Jetzt schauen wir erstmal, was hier diese ganze Anlage ist. Da geht's hier rein, oder? Ja. Die Gebiete, das ist jetzt dann, also zumindest dieses Gebiet ist jetzt dann doch verhältnismäßig überschaubar. Ist gar nicht so groß. Ah. War doch ganz gut, dass ich das Upgrade genommen habe fürs Klauen. Ah, okay, das ist dann zu hoch. Code eingeben, da habe ich keinen. Und hier hinten ist irgendwie ein Zimmer von mir. Ne, da komme ich nicht rein. So, hier ist eine Werkbank. Willkommen in meinem Zimmer. Es gibt im Verlauf deines Abenteuers mehrere davon. Sie haben auf deiner Karte das Symbol Uhr. Jedes Zimmer enthält eine Werkbank, bla 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 bla. Danke dafür. Ah, und hier kann ich Gegenstände ablegen. Aber ich kann ja noch massig tragen. Tja, was will ich denn? Ja. Ach, er legt sich gar nicht hin. Er bleibt 5 Stunden brav so sitzen. Und jetzt kann ich mal schauen, ob ich hier nicht irgendwie was upgraden kann. Ich habe in dem einen, da ist schon ein Upgrade drin. Stufe 2, Unterbrecher-Upgrade. Das kann ich selber noch gar nicht bauen, weil ich gar nicht so ein hohes Upgrade, so eine hohe Upgrade-Stufe kann. Aber das ist halt in dem Ding schon drin. Und ich kann aber hier Stufe 1 Schadens-Upgrade. Ne, das fehlt mir noch. Chance auf Unterbrechung 6% und Chance auf kritischen Treffer 3%. Ja, das packe ich jetzt mal rein fürs Messer. Dann haben wir da 2 Sachen drin. Schauen wir mal, was wir noch haben. Die Sachen könnte ich dann eher mal verkaufen. Den Stab hier auch. Benutze ich auch nicht doll. Die Nagelpistole. Da können wir mal schauen, ob wir hier nicht vielleicht irgendwas Cooles finden. Oh, plus 4 Schaden. Das finde ich aber gar nicht schlecht. Das nehmen wir mal. Zack. Haben wir hier. Kadettenhandschuh. Was kann der machen? Chance auf Unterbrechung. Finde ich jetzt nicht so spannend. Physischer Schaden 4. Aber wann benutze ich die denn mal? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich schaue mal kurz bei den Rüstungen rein, was ich da machen kann. Die Schutzbrille, die hat kein Upgrade. Ich habe die Arbeiterschuhe, die haben ein Upgrade. Schutz vor Unterbrechung, Schutz vor physischen Schaden. Ich mache mal Schutz vor physischem Schaden. Das verbraucht ja jetzt auch echt nicht viel. Man sieht ja da schon, dass das jetzt bei den ganz einfachen Upgrades, da braucht es einfach nicht viel. Aber die bringen natürlich auch nicht viel. Den Schuhen, die kann man nicht upgraden, aber ich kann hier meine normale Rüstung upgraden. Ich behalte die Kadettenjacke. Einfach nur, weil sie mir ein bisschen schnellere Regeneration liefert.
Und ich nehme hier... Das ist ein bisschen... Sieht auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlicher aus. Was nehmen wir denn? Schaden vor... Schutz vor physischem Schaden. Ja, da fehlt noch Metallkomponenten. Dann müssen wir hier noch warten. Ja, aber das passt erstmal. Na, Jungs. Fortunately, this is beyond my skill level. Stört zum Glück auch keinem, dass ich hier das Zeug leer räume. Da ist nochmal eine Werkbank. Wer ist er? Lieutenant Zachariah Mancer? Your reputation precedes you. A promotion well deserved, I hear. I'm Quartermaster Ryan Stewart, in charge of logistics in this barracks. Equipment problems or improvement, or you need to collect your pay, I'm your man. Pleasure, Quartermaster. Ah. Lieutenant Zachariah Mancer. I think congratulations are in order. Captain Eliza Major, welcome to my unit. The honor is mine, Captain. For now, we're stationed in town and focusing on missions intended to maintain order and safety among the civilians. Here are the two other fine soldiers making up your unit for the time being, David Ward and Jeffrey Hunter. My pleasure, Lieutenant. Congratulations, and... Leave the ass-kissing for later, soldier. Lieutenant? Yes, sir, Captain. Excellent. Moving on to more pressing matters, our mission just came in, and it's aimed at smothering regime opposition. According to the intel the ASC gave us, those terrorists live in the slums, and are plotting several attacks to undermine our corporation. Your mission is to infiltrate the terrorists, stop the attacks, and find your way to their leader, Bulgakov. Orders are to capture Bulgakov alive. We're going to drain him for intel about other terrorist cells and dismantle the entire network. So beat him only as much as you need to take him. You got it, Captain. Move quickly. The longer you take, the more risk there is to the citizens of Ophir, and I won't have that. Before you go, though, there's one more mission, one requiring speed and discretion. We have deserters in our ranks, Lieutenant. Deserters planning to flee like rats through the city's underground. That won't happen. Do you understand me? You find them, and you eliminate them, each and every one. That seems harsh to you. Setbacks against Aurora have ruined our reputation, to the point that every action we take is scrutinized and extorted by those seeking to gain from our fall. A mass desertion would spell scandal if it became public. You catch them before any word of their escape comes out. So move, now! You only have a few hours. So, jetzt habe ich hier zwei Teammitglieder und eine Aufgabe, wo die Zeit mir davonläuft. So, die nehme ich jetzt mal mit. You already back, Lieutenant Zachariah? What do we know about Bulgakov? More than nothing. Not much more. He has a hell of a fine reputation, among terrorists at least. Real upstanding killer. Smart. Not a damn clue what he looks like or where he is. Only way we're gonna find him is to stay on the rebels. The ones who know him. Otherwise, the guy might as well be a ghost. So how'd the ASC get its intel on the terrorists? Some questions, Lieutenant, are better left unasked, and some answers better left unknown. Not a fan of the gory details. All I know is the intel now points to Bulgakov and his men planning an attack. And come hell or high water, we're gonna stop it. Right? Where exactly were the terrorists seen? Not wearing name badges or carrying signs, for fuck's sake, Lieutenant. It's gonna take a little more legwork. They're in the slums. Open your ears, bend some arms. I'm sure you'll find some creative ways to find them and their leader, whose head I want on a stick. What's the word on this sergeant you talked about? Boris Ward? Balls-out soldier from what I hear. Took some classes here. Hero on the front, loved by his men. Enough so that after he came back and decided to desert, they followed his ass.
Something we could never let happen again. So why the desertion? Not a damn clue. They didn't send a Dear John letter or a greeting card when they left. So who the hell knows? PTSD? Cowardice? Aurora propaganda? Take your pick. Doesn't matter. End result was the same. That said, the front changes, men. Living on the edge of life and death, day in and day out for months on end, and then returning to the banalities back home, it must become unbearable after a while. I prefer not to have to kill him, if there's any other way. And I understand that, but I'd prefer if you didn't have a preference. The lesson needs to be made, Lieutenant. Whether it's at your hands or via a court-martial, he's gonna die either way. The former just makes for less of a scandal. And in times like this, in times of war, that makes for a happier captain. Lieutenant, now's not the time to be soft. The Army's losing respect. The generals are losing power. We're a baby step from becoming little more than toy soldiers and figureheads. The last damn thing we need is a scandal. Make sure he dies quiet and in the dark. Ganz schön gemein. What's the word on Abundance's army, Captain? Even as a technomancer, you have to know the subject well. But I take it you're asking if the war's changed things for us. We have the best army on Mars. The best men, the best weapons. But still, the image of our men among our people is dwindling due to the losses in Aurora. Even our generals have little say in the council anymore. I don't know how we're going to restore our prestige, but currently, we're not as important as we once were. What's the word on David? David Ward's a good soldier. Great track record. But he's grown bitter for some reason. I don't think he's one to do anything stupid like go AWOL, but I just hope he gets back on track in your unit. Get the sand out of his eyes. Just keep an eye on him. What about Jeffrey? Jeff Hunter's a little shot of adrenaline from Green Hope. Good soldier. Young and brash and annoyingly childish at times. But I'd rather have a unit of brave idiots than an army of brilliant cowards. And what are your thoughts on the Technomancers? That a trick, Lieutenant? What do you want me to say? Your abilities are incredible, and your value insurmountable. But if I may, your kind are not ones to coexist. Keeping to yourselves, refusing to mingle with the likes of us, the common man. So I've long since given up on trying to gauge you. Remain quite aware that instability comes with the role. Power can undermine all men, Lieutenant. Do you know the great master of the Technomancers? Know him? Not really. I met him once. A wise man. Highly ranked. Full of secrets. In short, no different than most Technomancer officers. Do you know Alan Mancer? In passing. We crossed paths during drills. But I don't like him. He's undisciplined. And that makes a man dangerous. Unpredictable. At the very least, it gives Technomancers a bad name, Lieutenant. Wird auch so geil, dass man schon weiß, dass dieser Alan irgendwie schon mal eine wichtige Rolle spielen wird. And what of the opponents to the regime? Their dreams go only as far as the corporation's demise, with no plans to fill the void that they'd leave. They're cutting off their nose to spite their face, trying to undermine our unity in times of war. They're terrorists, nothing more. They're either nihilists, or simply naive to Aurora's manipulation as they try to achieve some unknown end, without even understanding that they're working for the enemy. But according to the ASC, their numbers are rising and their structure is stabilizing. And we're the only barrier to them harming more people. What intel do you have on ASC? They're the linchpins of abundance. They head up our security, spy on our enemies, and keep an eye on our opposition. They're our eyes, ears, and arms. Under Colonel Victor, they grew steadily in power, and now stand at the top of the heap, just below the Dowser. A piece of advice. Keep asking questions about them, and you better start watching your back. There's not much they don't hear or see, Lieutenant. What do you know about Colonel Victor? He's a patriot who transformed ASC into the power they are today. But that's not first-hand knowledge. Just what I've seen and heard in passing.
and it's all I know about him. Ich glaube, die Orte frage ich jetzt mal nicht noch ab. Da kommen wir schon noch hin. Das hatten wir jetzt schon mehr als genug. 1 Stunde, ein Tag, 7 Stunden. Jetzt kann ich hier noch mit denen reden. Lieutenant? Und erfahren, was die so glauben und wie die so drauf sind. Aber ich würde sagen, das mache ich noch nicht gleich, was die so wollen, was die so können und so, sondern jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier vielleicht die Mission machen, die... da kann ich nicht rein. Wo hier die Zeit tickt, bevor uns die ausläuft. Und ich glaube, man kann auf der Karte, kann man jetzt ein bisschen genauer sehen, wo Aufträge sind. Der Untergrund. Hier geht's rein, finde die Deserteure. Genau, in die Slums geht da. Da geht's auch nochmal in die Slums. Und hier hinten ging es, glaube ich, nochmal in den Untergrund. Aber da ist noch kein Auftrag bis jetzt. Und hier wäre die Hauptmission. Aber weil die Zeit läuft, würde ich sagen, gehen wir hier hin. After deserters sounds great. Where do we start? The slums. They must have gone home to ask for help, so we should pay their families a visit. I'm sure our escapees will be around. I find it disgusting, chasing my own companions. Ja, und die haben auch tatsächlich ein bisschen was zu sagen immer wieder, die Begleiter. Also das ist schon... Da halten sie sich schon so ein bisschen an das Mass Effect Prinzip oder das Bioware-Prinzip. Oh, und die Leute tauchen hier mehr oder weniger aus dem Nichts auf. Sind auch recht unterschiedlich vom Charakter, aber wie gesagt, Quatsch jetzt noch nicht so viel mit denen. Das mache ich erst, wenn ich hier diese Zeitmission abgeschlossen habe. Nicht, dass da die Zeit am Ende des Tages wegläuft, nur weil man hier Zeit in der Dings verbracht hat, in den Gesprächen. Das wäre ein bisschen doof. Schauen wir uns die Slums an und gucken mal, was da so geht. Aber das würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge. Bis dann!